herzlich willkommen zum Nikolaus Lager. Wir dachten uns, für dieses Jahr machen wir mal was Neues und machen ein Highlight-Video vom Lager. Und sind auch schon alle da. Habt ihr Bock? Ja. Nein. Ja. Ja, okay. Also eine Person kommt wohl nicht mehr mit. Ja, viel Spaß beim Video. Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen sollte, die Nikolauslager haben eine zusammenhängende Story, die sich über mehrere Lager erstreckt. Von daher solltet ihr vielleicht wissen, was bisher passiert ist. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann klickt einmal da oben auf die Infokarte. Da habe ich euch ein Video verlinkt, wo ich die komplette Story bisher einmal zusammengefasst habe. So, also zuerst einmal herzlich willkommen zum Nikolauslager. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin der Dennis. Freue mich. Ja, tatsächlich. So, zuerst einmal, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Grantelbart sitzt ja im Gefängnis. Ja. Das heißt, wir sollten es endlich mal dieses Jahr schaffen, ohne irgendwelche Probleme unser Lager durchzuführen. Wettner bricht morgen aus. Das wäre ungut. Ich wette. Hoffen wir mal nicht. Ich wette um 10 Euro. Falls ihr nicht mitbekommen habt, dass Grantelbart im Gefängnis sitzt, hier einmal eine Nachrichtensendung, wo darüber berichtet wurde. Hier ist Arctic Television News. Für Sie im Studio Bianca Ehricht. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den ATV News. Nachdem es Grantelbart einige Jahre gelang, sich der Festnahme zu entziehen, konnten Soldaten der Weihnachtsarmee ihn heute endlich dingfest machen. Grantelbart ist seit langem der meistgesuchteste Verbrecher der Arktis und hat bereits mehrere Male versucht, Weihnachten zu sabotieren. Dieses Handyvideo seiner Festnahme wurde ATV zugesendet. Warum? Wegen Verbrechen gegen die Weihnacht. Was war das, Mann, hier? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Bitte! Da, dieser Stopp Phoenix! Die Los, Scheiße bitte! da! Die Scheiße! Rein ins Auto. Direkt Rein da. Weihnachtsmann! Los. Direkt Weihnachtsmann! Scheiße, Stopp Phoenix! Diese Festnahme ist ein großer Erfolg und wir danken dem Stamm Phoenix für ihre Hilfe im Kampf gegen Grantelbart, teilte ein Sprecher des arktischen Königshauses mit. Auch der Kommandant der Weihnachtsarmee zeigt sich zufrieden und dankbar. Ja, der Grantelbart, ne, der ist schon eine ganz schöne Gewiefte, muss man sagen. Und ja, deshalb ist es uns halt auch lange Zeit nicht gelungen, ihn zu fangen. Aber jetzt hat er halt letztes Jahr den Stamm Phoenix angegriffen, statt halt die Present Inc. Und das war letztendlich dann auch der Grund, warum wir es geschafft haben, ihn halt festzunehmen, ne? So, und noch eine Sache. Ihr seht ja, hier stehen Kameras. Slay. Wir haben uns mal gedacht, für dieses Jahr probieren wir mal was Neues. Und zwar werden wir auf dem Lager immer ein wenig filmen und das Ganze dann zu einem Highlight-Video zusammenschneiden. Alles klar. Ja, so macht den Soundtrack. Easy. 9 Leute, easy. Und wir dachten uns, das ist ein bisschen cooler, als das einfach nur immer mit Fotos festzuhalten. Und dann kann man sich das irgendwann nochmal angucken und ist dann nicer, um sich an das Lager zu erinnern. Und ja, wir werden jetzt ein Nachtspiel machen. Ich muss mich mal kurz umziehen. Erstmal, Muss ich dazu noch etwas sagen? Das Nachtspiel können wir euch leider nicht zeigen. Das Problem ist halt, das Nachtspiel findet halt obviously nachts statt, im Wald. Da sieht man schon mit den Augen nicht so viel, aber für eine Kamera ist das einfach viel zu dunkel. Da ist es komplett schwarz. Ich würde es euch gerne zeigen, weil es war auch ziemlich nice, aber es ist leider nicht möglich und von daher springen wir direkt zur Morgenrunde am nächsten Tag. guten Morgen erstmal. Moin! Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Nein, Ja, ich auch nicht. Gut. Mann, Kacke. Ja, wir werden jetzt ein kleines Spiel spielen. Und zwar spielen wir Ninja. Hab da so eine Zwischenfrage. Ja. Wie geht das? Eine sehr gute Frage. Bei Ninja starten alle Spieler in einem Kreis und springen dann gleichzeitig nach außen weg. Ein Spieler beginnt, danach sind die anderen Spieler nacheinander im Uhrzeigersinn, reihum dran. Wenn ein Spieler dran ist, darf er eine einzige flüssige Bewegung machen. Die wird er meistens dafür benutzen, um einen anderen Spieler anzugreifen. Dabei versucht er, den anderen Spieler
an der Hand oder am Unterarm zu treffen. Der angegriffene Spieler darf dabei ebenfalls in einer einzigen flüssigen Bewegung ausweichen. Wenn ein Spieler tatsächlich an der Hand oder am Unterarm getroffen wird, dann ist dieser Arm aus dem Spiel und darf von diesem Spieler nicht mehr verwendet werden. Wurden beide Arme des Spielers getroffen, ist er komplett aus dem Spiel. Der Spieler, der als letztes übrig bleibt, hat das Spiel gewonnen. Versteckt sich ja nicht. 1, 2, 3, Ninja. Moin, moin. Ach, schade, Locken, nur ein Schild. Dichter, du stehst neben Juan, ne? Der Samuel macht eine Schau-Ab-Taktik. Ich hab sie geschlagen. Ja, aber in der Verteidigung. Oh Gott. Hatten sie schon bewegt? Ja, ne? Zieht er deine Arme raus? Hat die wirklich schon gemacht? Ja. Ja. Hat sie. Du bist. Ja. Die andere Hand nimmst du bitte aus der Tasche, ja? Ja, aber du warst ja theoretisch neben mir. Ja, sonst kann man die schlecht verteidigen und wegziehen. Jetzt kann ich. Ja, mach doch. Das war Du musst in der Nee, Position stehen Oberarm war bleiben. das. Ja, nee, das war hier. Das war hier. Ach so. Meine Arme werden schwer. Ist so. Junge. Dieses F-Wort. Sorry. Wird von der Kamera Zwei Arme aufgezeichnet. rausgekommen. Viele Delfinlaute. Wie das wohl aussieht. Wenn total viel Piek machen muss im Video. Mein ganz perfekt wird einfach so Delfingeräusche. Also ist der jetzt schon da? Sind die Hand? Ja. Ich bin. Ich hab vor dir. Ich hab dir nur weggeschlagen. Ich hab auch schon dich. Du bist schon raus? Ich hab dich da auch einen Arm weggeschlagen. Ich bin so stolz auf mich. Ja. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen mit uns. Das ist dann auch. Du bist raus, oder was? Dann geh mal ein bisschen auf die Seite, vielleicht da, rechts. Von mir aus rechts zumindest. Ja. Hält deine eine Hand nicht weg? Hey, Samuel ist doch vor dir, ne? Von hinten. Ja, okay, sag mal. Nein, aua! Nicht. Zacki. Das war noch nicht. Was macht das denn? Hallo. Ich geh erstmal weg. Ja. Hallo. Wen hat dich geschlagen? Aus Versehen. Ups. Ich wollte nicht so feste. Ich wollte nicht so feste. Du hast mir voll gegen die Brust geschlagen, also sag nicht. Ach, der ist ja noch drin. Jetzt ist er draußen. Ja. Sieht mal. Da war es wieder. Ja, das ist ja auch wieder. Scheiße, das war keine gute Musik. Ja, war das jetzt Ja-Wort? Das ist okay. Das ist natürlicher Abfall, ich glaube. Ja, du Lappen. Was denn? Zita. Ich als Erster. War das eine Bewegung? Ja, also ich habe mich jetzt auch schon 47 Mal bewegt. Samuel. So wie das war. Wie viele Arme sind bei dir draußen? 0. Also ich bin. Die war. Jetzt soll noch. Dann einmal. Einer von euch ist jetzt dran. Und dann gibt es noch den Kinderkarneval, wo ich stand in den Elberrasen gehe.
nicht. Von draußen, ne? Jetzt bin ich dran. Richtig auf der Elberrad, ne? Darfst du nicht zu uns kommen? Es sind noch 3 Kills, hab ich geholt. In der Rabe. Ja. Du kannst doch zu dem bei. Oh, ich bin Stadion Allianza. Naruto. Magic. Junge, sammel es. Oh nein, Maxi. Oh, schade. Mein erster Kill. Mein erster Kill. Ich hab 3. Ja, wir zwei müssen Finale machen. Du hast mir so knapp ins Gesicht gehauen. Einmal zur Ja, das ist deine Jacke. Oh. Ja, merkst du selber, gell? Dadurch, dass der Dennis sich auf jeden Fall raushält, ist der noch mit 2 Armen drin, oder? Das war eine Bewegung, ne? Nur so beide drehen. Hast du beide noch drin? Nee. Oder? Weiß ich nicht. Ach du heilige Scheiße. Irgendwo so ständig. Ach, ja, sorry. Was? Du bist dran. War das schon? Ach, ich bin eben vorgestellt. Ah, schade. Jetzt aber. So, Hast du noch beide? warte. Dennis ja. Das ist aber unhandlich. Was war das denn? Wenn 2 nur noch am Ende. Ja, ich hoffe, jetzt seid ihr alle wach. Sicher. Gut. Spruch des Tages. Beim Frühstück bekamen wir dann Besuch von diesem Mann hier, Gugor Jaschewski. Dabei hatten wir allerdings leider ein kleines technisches Problem, denn die Kamera, auf der Gugor zu sehen gewesen wäre, weil der hat leider die Aufnahme nicht funktioniert. Von daher wird Gugor leider nur zu hören sein und nicht zu sehen. Immerhin haben wir noch die Aufnahme der anderen Kamera. Der Weihnachtsmann. Sorgen Sie bitte für Ruhe. Wir haben einen Gast. Guten Morgen zusammen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Gugor Jaschewski, ich komme vom Fessenteam. Ihr habt letztes Jahr Grantelbad besiegt, ist richtig, oder? Ja. Sie sind der Ansprechpartner für mich, oder? Ja. Ich meine, die ganzen Kinder hier, ist mir egal. So, ich weiß nicht. Wer sind Sie da hinten? Ja, wer sind Sie? Mein Vollmann spricht man nicht. Bei mir in Ukraine ist gar kein Problem. Ja, wisst ihr habt letztes Jahr Grantelbad in Knast gebracht. Ja. Und deshalb, wir haben für Stamm Phoenix, so heißt ihr, oder? So, ja. So bist du eigentlich so zickig. Was bist denn du für so eine Position? Ich bin Abteilungsleiter. Hab ich schon gesehen auf seinem Namensschild. Ja, ist billige Qualität, dann kein Geld. Aber ich gut bezahlt Schwere werden. Zeiten, ne? Inflation und so. Ja, alles scheiße, alles scheiße. Deshalb, ich habe hier einmal so Urkunde von Präsentin. Oh, krass. Und einen Brief. Ich weiß nicht, was drin steht. Der Chef hat gesagt, mir reingucken wird. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr gebrauchen, vielleicht nicht, vielleicht macht Feuer, vielleicht nicht. Okay, machen wir. Alles Ja, klar. perfekt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht lange aufhalten können. Möchten Sie was essen? Oh ne, danke, ich bin im Stress. Ich muss wieder weiter. Der Santa Claus hat uns ein Autogramm hier drauf gegeben. Und Frostklaus, was ist das denn? Das ist der Vater. Flocke. Und Nick. Das ist mein Freund. Nick. Okay, wollt ihr den Brief hören oder nicht? Ja. Lieber Stamm Phoenix, nun ist es endlich geschafft. Dank euch war es unmöglich, kein Deutsch, Grantelbad zu fassen. Ohne eure Hilfe über die letzten Jahre wäre Weihnachten ruiniert gewesen. Und daher möchte ich euch danken.
Auch wenn wir noch nicht persönlich Bekanntschaft machen konnten, hat mein Sohn Santa mir sehr viel über euch berichtet und ich bin stolz, dass wir so großartige Verbündete haben. Ich möchte mich aber auch bei euch entschuldigen. Dadurch, dass wir euch mit in den Kampf gegen Grantelbart hineingezogen haben, haben wir euch in Gefahr gebracht. Aber ihr habt diese Situation mit Bravour gemeistert und nun, da Grantelbart im Gefängnis ist, solltet ihr auch keine Probleme mehr bekommen. Um jedoch sicherzustellen, dass ihr euch vor anderen Gefahren geschützt seid, habt ihr Gugor geschickt. Wer ist Gugor? Der Typ, der gerade hier war. Ach so. Um euch ein Geschenk Was zu für bringen. ein Name. Hübsch, ja. So Knoblauch. Dieses ist mit einem Schutzzauber versehen, durch den ihr vor Magie geschützt seid. Und das hier? Wahrscheinlich, ja. Okay. Ich hoffe, dass, wenn wir uns einmal persönlich treffen, dies unter erfreulicheren Umständen stattfindet als in den letzten Jahren. Ich wünsche euch noch ein schönes Nikolauslager und grüße euch ganz herzlich auch im Namen von Santa Flocke und Nick. Frost, der Erste, Klaus, König der Arktis, Herrscher über Eis und Schnee. Cool. Cool. Endlich mal Ruhe auf dem Lager. Ja, dann müssen wir das hier wohl irgendwo aufstellen, damit wir geschützt sind, ne? Schön. Und dann war es Zeit für das Geländespiel. Wir haben ein Schmugglerspiel gespielt, was erstmal nicht viel heißt, weil es tausende Varianten an Schmugglerspielen gibt. Aber hier sind die Regeln für die Variante, die wir gespielt haben. Es gibt zwei Teams, ein Angreiferteam und ein Verteidigerteam. Das Angreiferteam bekommt einen Becher gefüllt mit Pappstücken. Diese müssen sie zu einem anderen leeren Becher bringen, der an einer bestimmten Stelle im Wald aufgestellt ist. Dafür haben sie 30 Minuten Zeit. Schafft ein Angreifer es zu diesem Becher, darf er das Pappstück hineinwerfen. Wird er jedoch vorher von einem Verteidiger gefangen, muss er das Pappstück abgeben und sich ein neues holen und es erneut versuchen. Nach dem Ende der Runde tauschen die Teams ihre Rollen und es wird eine zweite Runde gespielt. Das Team, welches es als Angreifer geschafft hat, mehr Pappstücke zum Ziel zu bringen, gewinnt. Da vorne steht der Topf, ja. Da müssen die Teile rein und Angreifer gehen jetzt hoch. Ja, das ist während der ersten Runde mein Team, also machen wir das hier. Ich werde während dem Spiel immer wieder kurz zu hören sein, damit das Ganze für euch ein bisschen leichter nachzuvollziehen ist. Okay. 3, 2, 1, go! Ich wollte auch da lang gehen. Das ist so dumm, ne? Warum rennst du direkt? Hab dich. Ich hab dich. Hab dich. Alles gut? Ja, ja. Nichts passiert. Das wäre videoreif gewesen, Insta. Das wäre doch ein lustiges Video gewesen. Kurz darauf ist Arvid dann auf der Jagd nach Dichter. Hinkicker! Hey! Hey, rennt hoch, rennt hier hoch! Los, los, los! Ab durch die Mitte, ich binde 3 Leute! Bitte nicht her. Und auch ich bin in eine Situation gekommen, wo es ziemlich schwierig war, einen Ausweg zu finden. Ich hab schon einen Verletzten und nein, Zusammenstoß. Total schade. Ey, hier vorne, Hab dich. Also ich habe Arvid abgelenkt und dann ist der Luan hinter mir flitzen gegangen. Ja, ich hab halt versucht hier reinzugehen, aber da hatte ich dann 3 Leute um mich rum, da hatte ich keine Chance. Ich glaube, ich gehe über den Weg, der sieht frei aus gerade. Ja,
Der Weg kannst du halt teilweise durchbrechen. Ja. Aber weißt du, wie ich den Arvid ausgetrickst habe? Baum, Arvid hinter mir, und so wieder berghoch. Das habe ich gestern beim Nachtspiel auch gemacht. Auch mit dem Arbeit. Ja. Was? Was? Dennis Hauptweg. Ja, wollte ich. Ja, genau das haben wir dann gemacht. Wir haben zusammen über den Weg angeguckt. Da kommt Blondie. Giulietta, Giulietta. Links rum. Geh jetzt geradeaus und durch. Pass auf, rechts steht Leon. Nimm mich ab. Digga. Warum? Wohnst du? Ja, Blondie hat mich. Ja, da das gerade so gut funktioniert hat, dachte ich mir, ich versuche dasselbe direkt nochmal. Dichter ist ein Stück vor mir. Und dann dachte ich mir, da vorne ist Blondie. Ich könnte dir doch ein bisschen weglocken, damit es dich ja leichter hat. Dichter, lauf! Ja, hast mich. So, jetzt bleibt mal alle hier. Jetzt machen wir erstmal vernünftige Taktik. Ja. Also vorhin war gut, ich konnte einfach am Blondie vorbeilaufen, weil du hast mir einfach voll aufgehalten. Ja, ich weiß. Ja, gute Idee. Also pass auf. Dichter, Dennis und ich, wir gehen über den Hauptweg. Ja. Giulietta, Leon, Samuel. Ich gehe nicht ganz über den Hauptweg. Ich gehe schon hier durch den Wald. Am Hauptweg. Okay. Giulietta, Samuel und Leon gehen einfach straight geradeaus. Einfach rein da in die Olga. Und die restlichen gehen oben rum. Oben rum. Genau. Und die durch die Mitte gehen, versuchen Blondie und Glückchen abzulenken. Ja, machen wir. Mir ist viel zu warm. Ich muss meine Jacke ausziehen. Brauchst mal ein? Wie bitte? Da kommt man so So, wie viel Zeit noch? Jetzt wahrscheinlich noch zu 12 oder so. Peter, halt mal Abstand. Ja, 11. 11. So, wir haben jetzt so 11 Minuten Zeit. 11 Minuten. In der Runde dauert ein Angriff. Also ich habe 4 Angriffe jetzt gestartet. Also, wir haben 9 drinne. Ziel ist mindestens 12. Also noch 3. Okay. Schaffen wir das? Ja. Ja. Vollgas. Ab. Perfekt. Ja. Vorteil ist, wir mussten hier jetzt nicht sprinten, so wie eben. Ja, das heißt, wir haben Energie für... Wir haben noch Wald. Energie für 2 Meter. Okay, 1,5. Halb Meter. Ja, warte. Lass mal Arvid ein bisschen... Ja, jetzt haben wir uns gesehen. Pass auf. Die werden jetzt alle auf uns zukommen. Weil die sehen, dass wir von hier kommen. Zieh durch! Pass auf, die bilden jetzt ein. Bleib stehen. Und zurück. Die lenken die Aufmerksamkeit auf uns. Ja. Die werden jetzt konzentriert auf uns sein. Dichter, Mariana! Guck mal, wir haben jetzt die Aufmerksamkeit von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen. Ja. 6 von 8. Ja. Es ist schön, dass du klein bist, dass man noch schnell ist. Ne? Ja, Ach komm. Das wird auch lang gehen.
Du bist ein Joggen. Ich hab gerade gesehen, ich weiß nicht, ob es das vorhat, aber ich habe gerade gesehen, Jase geht nach hier. Vielleicht will die uns zirkeln. Ah ne, jetzt ist sie wieder da drüben. Komm, versuch's doch gar nicht erst. Du bist zu schnell für dich. Ich hab's doch gesagt, ich will in die Mitte. So, pass auf. Sauber, Samuel! Komm! Zieh! Zieh! Zieh, Samuel! Also ich glaube, wir sind hier keine Gefahr. Ja, dann geh da hin. Na komm, wir gehen jetzt. Ah, guck mal. Wir können jetzt theoretisch einfach an sie da vorbeispringen. Ich will die weiter hoch. Sobald die hier oben ein Schild ist, ziehen wir durch. Okay. Warte. 3, 2, 1, los. Hallo. Dankeschön. Ja, da wurde ich leider sehr leicht gefangen. Wie das Ganze in dem Moment bei Arbeit aussah, ist allerdings sowieso viel interessanter. Er hat keine Karte, ne? Was? Keine Ahnung. Ah. Noch einer? Okay. Ich habe eine Idee. Einer von uns nimmt den, die anderen beiden laufen mit, um abzulenken. Eigentlich dürfen wir nicht mehr laufen. Das hat keiner gesagt. Ja, gut. Stimmt auch wieder. Es wurde nur gesagt. Wenn man einen hat, darf man nicht sagen, dass man keinen hat. Genau, aber man hat ja keinen mehr. Das stimmt auch wieder. So, Giulietta, Samuel, er kommt, schnell, zack, zack. Pass auf, wir machen das jetzt so. Wir haben nur noch einen. Den hab ich. Wir laufen alle gemeinsam runter. So, und in der Hoffnung, dass sie irgendeinen von uns fangen einfach. So, aber ich hab den. So, wenn ihr gefangen werdet, ja, ich hab keinen. Einfach nur ablenken. Wie heißt der? Wer heißt der? Luan. Luan, wieder runter, komm. Luan. Luan, es gibt keine mehr. Luan, komm wieder runter. Giulietta, hier durch die Mitte. Hier lang, hier lang, hier. Boah, Luan, ich hab die. Ich bin nicht fertig. Sollen alle jetzt den Luan beschützen, ne? Ja. So, Luan in die Mitte, Luan in die Mitte. Los, los, los. Luan, komm in die Mitte. Spiel einfach mit. Wir gehen einfach straight durch die Mitte. Luan in die Mitte. Ja. Guck mal, die fixieren sich auch auf die Mitte. Ja. Luan, komm, Luan. Hast den. Füttern. Ja, aber hatte dich. Ja, ich weiß. Und mit dem Fang war dann auch die Runde zu Ende. Geht's dir gut, Lückchen? Wie viel hast du dir gebrochen? Schwer zu sagen. Der Baum hat auf jeden Fall gewonnen. Ich habe nachgegeben. Gegen den Baum. Warum hast du den Baum nicht einfach umgerannt? Das ist der Versuch. Also laut Blondie. Jetzt war aber noch die wichtige Frage, wie viele Pappstücke haben wir durchbekommen? Und die Antwort ist... 16! Ja. Ja, oh mein Gott. Hier. Das, was ich erbeuten konnte und fast mit meinem Leben bezahlt habe.
Ja, ihr lacht, no joke, ey. Jetzt gegen den Baum gelaufen, abgeprallt und auf den Boden. Du kannst noch laufen, du kannst noch reden, ist alles okay. Ich habe auch gesagt, ich habe fast mit meinem Leben bezahlt. Fast. Fast. Ich war schon auf der Kippe zum Tod. Hast schon dein Leben an deinen Augen vorbeiziehen sehen? Ist das auf Video? Ach, deswegen hat Nee, sie so angefangen zu lachen. nicht. Dann noch mal bitte neu. Deswegen hat sie so angefangen zu lachen. Sie hat ihr Leben vor ihren Augen gesehen. Ich hab's euch. Und die erstmal. Wer stand da? Juliette? Also ich habe Juliette lacht eine Sache in Erinnerung. damit sie mitlachen kann. Ich habe eine Sache in Ich hab mir Erinnerung. richtig Sorgen Ja, gemacht. sie rennt auf mich zu. Ja, die nicht. Ich dachte, Du heulst. Ich habe auch ein bisschen Tränchen gedrückt. Ja. Das Leute, ich mache mich erstmal Sorgen um Menschen, wenn sie hinfallen. Lacht sie? Ja, das hätte sie ja beantwortet, wenn sie das so schlimm nicht sein kann. Es war ein Zwischending. Ein Zwischending. Lachen und weinen. Nahtoderfahrung. Nehmt alle mit, die da stehen. auf dem Weg hier müssen wir auf jeden Fall mindestens 2 Leute drauf haben. Einer, der quasi immer verteidigt und blockt und einer, der halt auch mal hinterher rennt. Ja. So, wenn die da unten runtergehen, ne, da brauchen wir keine Leute safe stehen haben. Macht halt keinen Sinn, die sehen wir halt von oben kommen. Die können ruhig bis hier vorne wieder rankommen. Ist auch scheißegal. Ja. Ab hier vorne wird es interessant. Aber umso näher wir hier unten noch Leute stehen haben, umso schneller können die auch hier noch zur Hilfe eilen. Ey, guck mal, Dichter ist ganz links, schau mal. Soll man rechts gehen? Oh ja, bitte mach, bitte mach. Oha. Ich sitze im Boot. Scheinbar standen wir taktisch ziemlich gut, weil das Ganze war eher ein Abtasten als wirklich viele Angriffe. Von daher müssen wir direkt fast 10 Minuten nach vorne springen, bis es ein bisschen Action gibt. Aber dann auch direkt zwischen beiden Kameraleuten, zwischen Arvid und mir. Hast du? Gut. Ab dich! Ja. Ja, hier. Sehr gut. Hab dich! Vorsicht! Fuck. Danke. Ausseite durchgepasst. Richter! Ja! Ja, genau, das war mich. Ja, passiert. Dennis, mehr nach links. Okay. Da vorne an dem Baum. Davor. An den einen Baum da! Ja, den einen. Den mit der Rinde. Ach so! Da wo die Äste vorliegen. Da wo die Blätter überall drumherum sind? Genau, da wo die Äste vorliegen. Hier so meinst du? Ja, genau. Perfekt. Habt ihr doch nicht! Und wieder Linie bitte! Bleib da stehen, ich geb dir Geld. Digga.
Schön. Hast du? Hab dich. Hab dich. Vorbei? Wir haben safe gewonnen. Niemals 16. So, sind wir alle zusammen? Ich glaube ja. Also, die Gruppe, die jetzt gerade angegriffen hat ganze 7 Goldstücke schütteln können. So, zurück zum Haus. Ich glaube aber schon. Da trägst du mich. Ja, 5 Meter. Luan, hilfst du mich? Hättest du einfach Ja sagen sollen. Wenn er auf den Schultern sitzt, kann er selber laufen. Nein. Ja, die meisten von euch können sich wahrscheinlich schon denken, wir machen jetzt wieder den, wie jedes Jahr auf dem Nikolauslager, den Singewettstreit. Juhu! Ja, was ist das? Da geht es darum, da werden wir in mehrere Gruppen aufgeteilt und dann muss jede Gruppe insgesamt 3 Lieder performen. Und Kann ich da alle meine Entchen? Mein Bruder ist so blöd und ich gehe mit meiner Laterne singen. Eins davon theoretisch ja. Okay, warum nur eins? Also es gibt 3 Kategorien und jede Gruppe macht halt in jeder Kategorie ein Lied und zwar ist das einmal... Was gibt's für Kategorien? Das wollte ich gerade erklären. Und zwar gibt es einmal ein traditionelles Pfadfinderlied, ein traditionelles Weihnachtslied und eine freie Kategorie, wo ihr euch frei aussuchen könnt, welches Lied ihr nimmt. Und die Gruppen sind relativ simpel. Wie sind die Gruppen? Raus! Die Gruppen sind Tristan, Dichter, Nadja, Jase und ich gegen alle anderen. Oh komm. Geil! Eine Sache, die vielleicht noch relevant ist, die ich jetzt nicht erwähnt habe, ist, wie das Bewertungssystem funktioniert. Meistens haben wir eine Jury und die Gruppen bewerten sich auch noch gegenseitig. Dieses Jahr fällt die Jury weg, das heißt, wir haben nur die Bewertung von den beiden Gruppen jeweils. Und bewertet wird in verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Kreativität der Performance, Kostüme und Gegenstände, die verwendet wurden, die Wahl des Liedes, hat jeder Spaß gehabt und mitgemacht, solche Sachen. Und da werden Punkte vergeben. Und ja, die Gruppe, die halt am Ende die meisten Punkte hat, die hat dann den Singwettstreit gewonnen. Da jetzt schon ein bisschen später ist, als wir eigentlich geplant haben, haben wir uns dazu entschlossen, die Freikategorie zu streichen. Also beginnen wir mit der Kategorie traditionelles Pfadfinderlied. Eine Runde, Verlierer fängt Warte, an. so Schnick, Schnack, Schnuck und dann zeigen, gell? Einmal. Erste Hand, okay? Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Jawohl! Sauer! Okay, dann Ja. dürfen sich die Wölflinge und Sipplinge alle vorne hinstellen. Okay, ihr dürft euch vorstellen, was passiert so. Mit Gruppenname. No name. No name. Oh, okay. Das ist unser Name. Was singen wir? Was singen wir? Ja. Juli Sonnenschein. Okay. 2, 1. Eines Morgens ging ich fröhlich hin, im Sonnenschein, in diesem den Hang hinab kam ein schönes Mägdelein. Und sie lacht mich an und ich freue mich dran und bewundere den nussbraunes Haar. Einen dunklen Fee kam ich kaum in die Nähe, ganz verwirrt von dem nussbraunen Haar. Und from Bantry Bay up to Derrick May, and from Galway to Dublin town, oh town, may I see the melancholy that I
sie ging unberührt ihres Weges verwirrt, stand ich da und nur eins war mir klar. Als ein Bauer kam, sprach ich, lieber Mann, wer ist die mit dem nussbraunen Haar? Und der Mann lacht mich an und mit Stolz sagt er dann, sie ist Veronika Irlands Kron. Unsere Rose McCain von den Ufern des Ben ist ein Stern der Landschaft dort. Und von Bantry Bay up to Derry Cay and from Galway to Dublin Town. Old Town! No bay I've seen, neither Dunkerley, and I met in the country down. Doch ich sah sie beim Tanz unterm Erntekranz eines Abends im Sommerkleid. Dann mit schmeichelndem Blick versuchte ich mein Glück und das Herz meiner nussbraunen Maid. Gib mein Wort dafür, keinen Flug ich führ, wird das Eisen vom Rost auch braun. Sitzt an meinem Herz, die ich begehrt, statt der Stern von Country Down. Oh, from Bantry Bay up to Derry Cay, and from Galway to Dublin Town. Old Town, oh may I seen from the Dunkerley that I made in the country down. Hab ich denn nicht viel Lied von dir? Okay, wir hatten das, kennt ihr das Schema zum Bewerten? Ja. Also wir bewerten jetzt euch, für die, die es nicht kennen, wir bewerten euch in verschiedenen Punkten, das kriegt ihr gleich auch, wenn wir gesungen haben, deshalb werdet ihr das genauer sehen, aber ein paar aus der Gruppe kennen das, ihr werdet das Feedback zusammengeben, wie wir das jetzt auch viel schlimmer. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die pfiffigen 5 oder wie man uns auch gerne nennt, die heißen Lappen. Und wir singen jetzt für euch Roter Wein im Becher. Wein im Becher, der beste Lebenssaft. Wir sind ein Haufen Zecher und gehen auf Wanderschaft. Radi, 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 ralalalala. Radi, 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 ralalalala. Hey! Radi, 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 ralalalala. Radi, 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 ralalalala. Bricht die Runde zu neuen Fahrten auf. Es klingt in aller Munde ein frohes Liedchen auf. Radi, 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 ralalalala. Radi, 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 ralala. Hey! Radi, 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 ralalalala. Radi, 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 ralala. Hey! Staub und Stornen sind schwerlich Tippeleit. Wir müssen uns anspornen, die Qual ist bald vorbei. Radi, 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 ralalalala. Radi, 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 ralalalala. Hey! Radi, 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 ralalalala. Radi, 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 ralalalala. Wir uns wieder, der Zufall nennt den Ort. So stammen unsere Lieder in weiter Ferne fort. Radi, 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 ralalalala. Radi, 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 ralalalala. Hey! Radi, 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 ralalalala. Radi, 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 ralalalala. Während die andere Gruppe bewertet hat, haben wir uns dann gedacht, überbrücken wir die Zeit doch mit einem kleinen Zwischenlied. So dröhnt der Bemännerstimme, rauer Kehle sang, helle Gläser klingen, herrschen dies Gebiet,
singen stolz ihr Lied, stolz ihr Lied. Raubritter, Raubritter, wie weit ist unser Land? So weit! Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand? So stark! Raubritter, wie weit ist unser Land? So weit! Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand? So stark! Zeit griffen wir zu Waffen mit unseren Herren, Grafen und auch Waffen beherrschen dies Gebiet, singen stolz ihr Lied, Raubritter, Raubritter, wie weit ist unser Land? So weit! Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand? So stark! Raubritter, Raubritter, wie weit ist unser Land? So weit! Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand? So stark! Wir vereint für unsere Burg, trotzen jedem Feind, beherrschen dies Gebiet, singen stolz ihr Lied, Raubritter, Raubritter, wie weit ist unser Land? So weit! Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand? So stark! Raubritter, Raubritter, wie weit ist unser Land? So weit! Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsere Hand? So stark! So, sind Sie fertig? Ja, jetzt kommt eine Mu, eine Mäh. Hä? Weihnachtslied? Ja! Es ist ein Weihnachtslied. Gut, dass wir das nicht kennen. Ja. Aber mach du Ja, mal. ne? Okay. 3, 2, 1. Wenn der Weihnachtsbaum uns macht und die Glocke Bimba macht, kommt aus weißen Sohlen und recht angestohlen. Und der suchte euch eine Mu, eine Mäh, eine Tete, eine Tute, eine Rute, eine Hopp, 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 eine Diladelum, eine Wau, 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 eine Schingatschadum. Eine Mu, eine Mäh, eine Tete, eine Tute, eine Rute, eine Hopp, 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 eine Diladelum, eine Wau, 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 eine Schingatschadum. Und es draußen schneit Wer und das stürmt. Ja. Eine Mäh, eine Tete, eine Rute, eine Hopp, 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 eine Diladelum, eine Wau, 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 Rattatsching, Rattatsching, eine Wau, 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 Rattatsching, Rattatsching. Oh mein Gott. Okay, wir singen jetzt für euch so ein kleines traditionelles Weihnachtslied-Medley, also verschiedene Dinge in einem. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Nikolausabend da.
Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Rote Kerzen, Tannenzweigenduft und ein Hauch von Heimlichkeiten liegt dort in der Luft. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knecht eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Hey. So. Zwischenlied. So. Noch Platz vor den Schenken, schnell und hell. Hey, Tom, 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 Tili, Tom, 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 schmetternde Schläge und Trommelton. Tom, 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 schmetternde Schläge und Trommelton. Der mit dem Weinkrug voll zum Rand trinkt alleine das Gezicht. Sieger spielst du Gitarre weiter, da fährst du ein goldener Teich. Hey, Tom, 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 Tiri, Tom, 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 schmetternde Schläge und Trommelton. Tom, 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 schmetternde Schläge und Trommelton. Knöcherne Finger, alter Fette, lesen Zukunft aus den Händen. Pfeife, Rauch, Gitarre, Fette, eine feste Wunde. Hey, Tom, 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 Tiri, Tom, 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 schmetternde Schläge und Trommelton. Tom, 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 schmetternde Schläge und Trommelton. Segel des Mondes Sterne wagen über Pinien und Platanen. Mitternacht wird zur Wendemarke, lässt den jungen Tag schon ein. Hey, Tom, 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 Tiri, Tom, 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 schmetternde Schläge und Trommelton. Tom, 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 leise werden Schläge und Trommelton. Ja. Okay, Dennis und Tristan werden jetzt die Bewertungen auswerten. Und dann sehen wir mehr. In der Zeit können wir noch ein bisschen singen. Okay. Meine Stimme ist bald weg. Bitte? Meine Stimme ist bald weg. Macht nichts. Tschüss. Das dauert ja nicht ewig. Bis morgen früh. Habt ihr Liederwünsche? Kann ich denn dafür, so kurz vor meiner Tür, da fingen sie mich ein und bald endet meine Pein. Ich hatte niemals Glück,
So, wir haben die Auswertung abgeschlossen. Und man muss, stopp. Sorry, war Absicht. Man muss dazu sagen, es war knapp, wirklich. Ja. Es war wirklich knapp, weil ihr habt fair bewertet, wir haben fair bewertet. Aber es gibt halt trotz alledem nur einen Gewinner. Aber erstmal möchten wir den zweiten Platz küren, welcher mit 58 Punkten die Gruppe No Name ist. Ihr dürft einmal nach vorne kommen. Und dafür gibt es natürlich auch einen Preis. Ich möchte das. Das ist der Preis für euch. Ja gut, Platz 1 ist jetzt nicht mehr sonderlich spannend, aber mit 11 Punkten mehr. Genau, wir haben 11 Punkte mehr. Und zwar ganze 69 Punkte. Das ist meine 69. Ja, das ist eine 69. Haben wir gewonnen. Nice. Und das ist unser Preis. Und das ist unser Preis. Und wir dürfen uns wieder draufschreiben. Ja, endlich! Im Anschluss an den Singewettstreit haben wir dann noch eine kleine Singerunde gemacht. Allerdings nur eine recht kurze, weil es schon ziemlich spät war. Welche habt ihr denn? Ah, okay, warte, die ist letzte Woche im Labor geschehen. Ich machte gerade Versuche mit einem hochaktiven Stein. Ich wollte bei der Arbeit auch meine Hausaufgaben nicht wissen. Da habe ich unversehentlich in den Schleim hineingebissen. Jetzt
Lappen, die an den kahlen Bäumen sind. Dann finde ich diesen Reisen für mich aus. Ja, finde, was lachst du in den Wind? Haha, ich lache, weil meine Söhne alle beisammen sind und weil die Faden sie fahren, uns über die Grenze führen. Und weil wir früher noch mein Netzer die Flammen schirmt. Jampa, ja la la, 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 jampa, ja la la. Hoi, hoi, hoi. Ich kann nicht mehr. Am nächsten Tag dann allerdings während dem Frühstück bekam ich eine ungute Nachricht. Ich glaube eine halbe. Mal gucken. Hast du dich schlau gemacht, was du eben rausgebracht hast? Wie haben wir was gesagt? Ob du dich schlau gemacht hast, was du eben rausgebracht hast? Nö. Nicht meine Baustelle. Okay. Und das, was in diesem Video zu sehen war, das war so ziemlich die schlechteste Nachricht, die wir hätten bekommen können. Arctic Television Breaking News mit Bianca Ehricht. Soeben haben wir erfahren, dass Grantelbart aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Der Verbrecher, der bereits viele Male versucht hat, Weihnachten zu manipulieren, konnte vor wenigen Tagen endlich festgenommen werden. Wie es ihm gelungen ist, aus der Haft zu entfliehen, ist derzeit noch unklar. Das arktische Könighaus oder auch die Present Inc. stand bisher nicht für einen Kommentar zur Verfügung. Wir halten Sie selbstverständlich über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Hallo? Hoppla. Verdammt. Dichter, hast du dein Tablet zur Hand? Ja. Öffne mal den Link, den ich dir geschickt habe. Einfach wie beim Essen. Was? Nein, mach jetzt das wichtig. Der Verbrecher, der bereits viele Male versucht hat, Weihnachten zu manipulieren, konnte vor wenigen Tagen endlich festgenommen werden. Wie es ihm gelungen ist, aus der Haft zu entfliehen, ist derzeit noch unklar. Das arktische Könighaus oder auch die Present Inc. stand bisher nicht für einen Kommentar zur Verfügung. Wir halten Sie selbstverständlich über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Scheiße. Ja. War so klar. Tschüss, ne? Ja, ein Lager Pause gehabt und jetzt wieder nicht. Aber Heißt, der ist der könnte Schutzzauber eigentlich- noch aktiv? Ja, ich hoffe. Ich hoffe Also auch. bisher hat er ja gewirkt, ne? Ich habe gerade eine Sprachnachricht bekommen. Hallo Stamm Phoenix. Hier ist Grantelbart. Ihr könnt euch bestimmt noch an letztes Jahr erinnern. Ich hatte eure Bannerbox. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, dieses Jahr nochmal zu versuchen, Weihnachten zu verhindern. Weißt du, wir hatten einen Deal. Dennis. Ich glaube, Dennis hieß du Spacken. Ja? Wenn du dieses Jahr wieder versuchst, da irgendeine Scheiße abzuziehen, verspreche ich dir, dann wirst du nächstes Jahr kein Weihnachten mehr erleben. Und der Stamm Phoenix braucht sich da auch nicht einzumischen. Wir hatten einen Deal. Und ich hoffe für euch, ihr haltet diesen Deal. In dem Sinne, keine schönen Weihnachten. Sympathischer Mann. Ja, sehr gut. Unsympathisch. Ich glaube, du hast die Sicherheitsregister der an deine Nummer gekommen. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Ich will aber. Das Internet ist gefährlich so. Das war bestimmt der Dichter, der hat ihn bestimmt freigelassen. Gibst du den schon mal weiter? Damit der Dichter sich nochmal rächen kann bei dem, wegen letztes Jahr. Ja, du musst den auch noch niederschlagen. Du! Ja, wir sehen mal, was hier passiert ist. Will ich nicht einladen irgendwie auf Kaffee Kuchen und mit dem reden? Nee, mach nach Hause. Mit dem reden. Ja, du warst ja letztes Jahr nicht dabei, als wir mit dem geredet haben, ne? Reden ist mit dem vorbei.
weil er nicht lief. Dann lässt Das ist der Drecksack. Der wird ja keinen beerdigt haben oder so. Die Nase? Was? Ich habe zugehört. Ich schätze, der ist beleidigt. Ja. Nasenbein gebrochen würde ich auf jeden Fall in der Wege sehen. Bei denen. Was hat er denn zu dir gesagt? Weiß ich nicht mehr. War nicht nett. Was hat er dir gesagt? Abgebrochener Milch. Stimmt, das war das. Naja, weil so ein ungepflegter Zotteldude, Nicht geschubst. Ich sah das Fetzer. Ja gut. Aber ich habe gehört, der kann auch Magie. Was kann er denn für Magie? Keine Ahnung, das ist alles, was ich weiß. So, ja, ich hoffe, das Lager hat euch gefallen. Ich hoffe, außer Tristan hat euch das Lager gefallen. Ja, wir machen jetzt wie immer einmal Feedback-Runde. Also jeder sagt einmal was kurz dazu, wie er es fand. Ja, der Teil ist jetzt nicht so interessant zum Zuschauen, von daher springen wir einfach mal direkt zum Ende der Feedback-Runde. Ja. Und das ist mal herausragend. Also für die gefüllten Brezeln muss ich sagen, muss ich mir auch selber nochmal auf die Schulter klopfen. Das war. Ja, oder du machst das. auch noch ein Feedback geben, wenn die Lager machen. Ja, nein, mach ich auch nicht. Also du kannst ein Feedback geben, wie die Teilnehmer aufgepasst haben. Nein, mach ich nicht. Stinkig und nervig. Das heißt, du mochtest die Teilnehmer nicht? Das hat er so nicht gesagt. Ja, Das er hat werden nicht wir im nächsten Stammesrat besprechen. Ja, dann singen wir jetzt noch den Abschiedbrüder. Nee. Nee, erst bei der gleichen Gruppe. Ja, ich wollte es mal gesagt. Ja, gut Fahrt, seid wach und allzeit bereit. Oh. Ja, die ist auch brüllen, ne? Ja. Achso, ja komm, dann machen wir einmal Wölflingsabschlusskreis, Straßenabschlusskreis und Range Rover Abschlusskreis. Wölflinge gut! Ja! Dann dürfen die Wölflinge einmal zurück. Pfadfinder Einzeit! Bereit! Ranger Rover seid wach! Ja, sehr schön. Und das war's vom Nikolauslager. Das erste Lager-Highlight, was wir gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber es wird definitiv nicht das letzte Lager-Highlight sein. Und auch vom Nikolauslager werden noch 2 kleine Videos kommen, nämlich ein Behind-the-Scenes-Video und ein Outtake-Video. Also wenn ihr die Videos und zukünftige Lager-Highlights nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und bis dahin, gut Fahrt!